800 bis 900 Mobs meine Smithing-Box zu kriegen. Ja. Solche Events sind halt immer schlecht, wenn du halt wirklich nicht mehr levelst, so wie ich. Thanksgiving Turkey Event ist das gleiche. An solchen Event kann man legit nur teilnehmen, wenn man selber levelt. Oder Dungeons farmt. Maximal zu zweit. Dann kriegt man auch noch ein bisschen was zumindest. Aber wenn du wirklich nur eine Party ziehst und Tower, dann existieren diese Events eigentlich gar nicht wirklich für dich. Ist halt immer dann schade, wenn es wirklich ein gutes Event ist, aber glücklicherweise sind die ja beide nicht so krass eigentlich. Also Smithing ist okay, aber dafür müsstest du es auch immer wirklich auf dem richtigen Char haben. Und Turkey ist pretty bad, würde ich sagen. Verglichen mit jetzt Halloween Dungeon eher nicht so gut. Also zumindest die Boxen an sich. Aber das verstehe ich halt nicht, ne? Also die Turkey-Boxen, gut, man könnte vielleicht sagen, gut, 10% Chance auf Upcut-Stone ist schon nicht schlecht, ja. Aber auf der anderen Seite hast du ja auch 50 oder 40% Chance auf diese Flasks. Wo du ja auch welche bekommen kannst, die für deine Klasse komplett unnütz eigentlich sind. Also ein Blade mit Int und so weiter. Kann man auch argumentieren, also so krass sind die jetzt eigentlich auch nicht. Ich meine, cool, dass Upcut-Stone ein Trostpreis ist und Death-Upcut-Stone. Normalerweise wäre das halt, wenn überhaupt, ein Low-Death-Upcut und ein Low-Upcut, aber trotzdem hast du gefühlt 70% Chance auf Müll oder auf Trostpreise. Ergo ist es einfach keine wirklich krasse Box. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie da so penetrant sind mit diesem Begrenzen. Vor allem finde ich solche Events immer das Paradebeispiel dafür, warum 8-Char-Taktik eigentlich immer die interessantere oder bessere Möglichkeit ist. Japanese name in the YouTube-Chat. Hello. Cannot read your name. Weil ich meine, bei solchen Events, mal angenommen, du hast jetzt 2 Chars und bist momentan richtig im Levelfieber, was ja auch Sinn ergeben würde. Das ist ja immer noch das Event mit dem Bürgermeister. Mit den 50% XP-Bonus, die man sich jeden Tag holen kann und so weiter. Also wäre logisch, dass du sagst, machen wir es so. Wie immer. Aber jemand, der dann halt wirklich mit 2 Chars, also und das ist ja, sag ich mal, der Klassiker, du hast 2 Chars und levelst. Dann levelst du stundenlang, hast nach einem Wochenende Power-Leveln, jeden Tag 3-4 Stunden durchleveln. Was jetzt ja auch gar nicht mal so ultra krass ist an einem Wochenende mit XP-Event. Oder mit einer Art von XP-Event. Das ist jetzt ja nicht mal so heftig. Und dann hast du wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwas pro Charakter, wahrscheinlich 150 Turkeys oder so. 100 bis 150 vielleicht. Oder auf jeden Fall viel zu viele, als dass du sie abgeben könntest. Also du wirst safe sehr viel mehr Turkeys haben, als du täglich abgeben kannst, was ja nur 10 sind, das ist ja nichts. Die kriegt man easy zusammen. Selbst wenn man nicht 3 bis 4 Stunden levelt. Und dann was? Dann hast du irgendwann, wenn du dann 4 Wochen lang so hart levelst, und ich meine, es kommt ja auch ein Update, also die Leute werden ja dann erst recht noch weiter leveln, wenn das Update da ist. Und dann hast du wirklich wahrscheinlich 100, 200, 300 Turkeys am Ende zu viel. Und die kannst du dann wegschmeißen. Und das ist für mich so unbegreiflich, weil ich meine, du musst ja eigentlich vom Standardfall ausgehen, dass eben jeder nur 2 Chars spielt. Und dann ist ein Event, was 4 Wochen geht, wo du pro Tag, pro Charakter nur 10 Turkeys brauchst, ist ja kompletter Schwachsinn. Weil da so viel übrig bleibt, dass das am Ende ja eigentlich nur für Frustration sorgt, weil derjenige denkt sich, ja wow, ich habe jetzt 400 Turkeys zu viel, das wären nochmal 40 Boxen, das wären nochmal so und so viele Upcut-Stones und was auch immer. Ja, aber die kriege ich nicht, weil ich kann es ja nur einmal am Tag eintauschen und den Rest kann ich wegschmeißen. Und jemand, der 8-Char-Taktik macht mit Party auf Reihenfolge, der kann die 400 Turkeys auf seine Chars umverteilen
Und bei dem ist dann wahrscheinlich am Ende sogar so, dass gar nicht alle Chars jeden Tag die Box bekommen haben, weil er nicht genug Turkeys bekommen hat. Und er kriegt dann aber quasi trotzdem basically knapp die 8-fachen Belohnungen. Und ich meine, bei dem Event ist es nicht so schlimm, da gibt es nichts wirklich krasses, wo jetzt ein 8-Char-Abuser, sag ich mal, krass profitieren würde, wie zum Beispiel von Smaling-Boxen oder so. Aber jedes Event oder jedes zweite Event ist legit so aufgebaut, 8-Char-Abuser, heftig, alle anderen Pech gehabt. Vor allem, wenn man viel spielt. Und obwohl ich 8-Char-Abuser bin, sage ich, das ergibt doch keinen Sinn. Also es wäre doch viel sinniger, wenn du sagst, ja, wir richten die Events immer so aus, dass 2 Leute halt davon profitieren. Aber was halt die Leute machen, die 5 Millionen Charakter haben, scheißegal. Ich meine, das ist ja nicht der Standardfall. Also sagen wir mal, sollten die Events ja auch vorläufig für den Standardfall designt sein. Und nicht. Antworten Sie auf Ihre Twitch-DMs, Mohi, dann sehen Sie, was Sie haben, Sir. Dafür müssten Sie in Ihre Nachrichten gucken, Sir. Und das ist halt das, was ich nicht verstehe. Und das nervt schon, weil dadurch sind die Events immer viel schlechter, als sie sein könnten. Und selbst bei 8-Char-Abusern sage ich mal, ja, Party auf Reihenfolge ist zwar der Go-To-Move, aber auf der anderen Seite willst du selbst als 8-Char-Abuser oftmals, es kommt halt aufs Event an, kommt drauf an, was die Belohnungen sind. Aber jetzt zum Beispiel, wo, sag ich mal, der Hauptfokus für mich wäre wahrscheinlich Upcut-Stones oder so, würde ich auch sagen, ja, ich hätte die Upcut-Stones lieber auf meinem Main-Character und nicht auf irgendeinem random Side-Character, den ich vermutlich niemals richtig spielen werde oder schon ewig nicht mehr gespielt habe oder whatever. Hätte ich es ja trotzdem lieber auf dem Main. Und das ist halt schon immer irgendwie seltsam gewesen. Warum die das so machen. Weil letztendlich profitiert der 8-Char-Abuser eigentlich egal, wie es ist. Und der andere profitiert nur in einem von beiden Fällen und dieser Fall tritt nie ein. Das ist schon irgendwie komisch. Also, das habe ich schon öfter gesagt in der Vergangenheit, dass manchmal fühlt es sich so an, als würden sie die Events absichtlich so designen, dass Leute mit 8 Chars die maximale Value bekommen und Leute, die keine 8 Chars haben, gehen gefühlt leer aus oder kriegen halt viel weniger. Manchmal fühlt es sich wirklich genauso an. Und das ist ja eigentlich voll unlogisch. Also ich meine, ich fände es auch lächerlich, wenn sie 8 Char-Abuser immer bestrafen würden oder so. Das wäre auch lächerlich. Aber es geht ja nicht darum, dass einer bestraft wird und der andere nicht. Es sollte halt einfach für alle ungefähr die gleichen Möglichkeiten geben. Und vor allem ändert es ja auch nichts daran, wie viele Items droppen. Also ich meine, letztendlich könnte auch jemand mit 2 Chars sich immer noch einen dritten Char ranhängen, Party of Lead stellen. Also ich meine, selbst wenn du eigentlich nur 2 Chars spielst, machst du halt noch einen dritten Account. Also machst du halt irgendwie doch nochmal Side-Character auf irgendeinem FEC oder so extra für Events und lässt die dann einfach nur hinter dir herlaufen, sammelst die Event-Items und wenn sie genug haben, holst den nächsten Char oder irgendwie so. Das könntest du auch mit 2 Chars machen. Also wenn es nur danach gehen würde oder so, also es kann wirklich jeder machen, wie er will, ist eigentlich egal und die Anzahl der Belohnungen ist auch immer die gleiche letztendlich. Da ändert sich nichts. Also ob du jetzt das so designst, dass alle gleich profitieren oder eben, dass es so hart begrenzt, dass man mit 2 Chars dann sich immer verarscht fühlt, ist eigentlich egal, weil es erhöht oder verringert ja sowieso nicht die Menge der gedroppten Items und die Menge der Boxen, die man sich so holen kann. Und wenn es jemandem wirklich danach geht, es maximal auszunutzen, hindert ihn nichts daran, sich unendlich Charakter zu erstellen und wie ich es gerade gesagt habe, dann holst du halt jedes Mal, wenn einer genug Items gesammelt hat, holst den nächsten ran, levelst 24/7 und holst dir 5 Milliarden von den Boxen. Also ich meine, niemand hindert dich daran. Ist auch nicht verboten oder so. Und ja, also verstehe ich einfach nicht. Ich werde es niemals begreifen. Never ever.